Hallo zusammen, es ist kaum zu glauben, aber das erste Produkt, das bei mir angekommen ist, ist tatsächlich die Galaxy Watch 4. Ausgerechnet das Produkt, was ihr nicht auf der Bestellbestätigung gesehen habt. Es ist kaum zu glauben, aber leider ist dieses Jahr Samsung ein bisschen spät dran. Das heißt, das Z Fold 3 ist noch nicht angekommen und das Note Package leider auch noch nicht. Aber egal, dann finden wir halt Vorlieb mit diesem schönen Gerät. Ihr seht es bereits, ist die Galaxy Watch 4. In Silber ist die 44 mm Variante mit Bluetooth, also kein LTE. Wir gehen um die Verpackung. Auf der Vorderseite sehen wir die Angabe Galaxy Watch 4. Dann sehen wir das Produktbild. Das ist die silberne Variante. Ich weiß nicht, was für eine Bandfarbe das ist. Also, ob es jetzt wirklich weiß ist oder so ein, ich sag mal, so ein Grau, ein ganz, ganz helles Grau. Das weiß ich leider nicht und ich hoffe, es ist ein Grau. Das Weiße würde mir leider nicht so gut gefallen, aber wir schauen mal weiter. Und zu guter Letzt steht ganz unten Samsung. Okay, wir gucken uns die rechte Seite an. Die ist bis auf die Angabe der Größe komplett blank. Hier sehen wir, dass es sich um die 44 mm Variante handelt. Auf der linken Seite sehen wir nochmal den Schriftzug Samsung Galaxy Watch 4 und abgesehen davon nichts. Zu guter Letzt kommen wir auf die Rückseite und hier sehen wir Angaben wie Samsung Galaxy Watch 4. Es ist die Bluetooth-Variante, Wi-Fi ist natürlich mit an Bord, sowie GPS. Diese Uhr kann man koppeln mit Geräten, die Android 6.0 oder höher haben und mindestens 1,5 GB Arbeitsspeicher. Dann sehen wir die Angabe 44 mm Case-Strap Size. Das bedeutet nichts weiter, als dass wir ein Minimum von 50 mm und ein Maximum von 70 mm in der gesamten Länge installieren können. Dann würde ich sagen, wir durchschneiden doch die Siegel. Gesagt, getan. Wir heben den Deckel an. Die Spannung steigt. Ich hoffe, es ist nicht das weiße Armband. Bitte, lass es ein dunkles bzw. ein helles Grau sein. Gut. Wir sehen hier die Umverpackung. Jetzt hebe ich sie an. Sehr schön, es ist ein Grau. Wunderbar, Mann, bin ich erleichtert. Denn die Kombination, na gut, da kommen wir gleich dazu. Sehr, sehr schön, sehr, sehr fein. Gut gemacht, Samsung. So, wir haben hier eine weitere Umverpackung. Hier wird nichts weiter sein als das Ladekabel. So wie ich es richtig gesehen habe auf den anderen YouTube-Videos, die vor mir dran waren. Genau, hier haben wir es. Na, kommst du wohl raus? Jawohl. Da haben wir es. Nichts Spektakuläres, USB-A. Leider fest hier, fest eingebaut, das heißt, wenn es hier mal zu einem Kabelbruch kommen sollte oder hier, ja, dann muss man das ganze Gerät, also das ganze Teil hier, leider austauschen und ersetzen. Aber gut. Und so viel wie ich gesehen habe auf den anderen oder in den anderen Videos, das ist derselbe Ladepuck wie ja, bei der Galaxy Watch 3 und auch bei der Galaxy Watch Active 2. Okay, weg damit. Schauen wir mal, was auf der anderen Seite drin ist. Okay, wir haben wie so immer einen Quickstart Guide und die Warranty Card. Schöne Sache. Das also ist der Lieferumfang. Mehr ist da leider nicht drin. Kein Netzteil und auch kein Ersatzarmband. All das hat Samsung gestrichen. Gut, und jetzt kommen wir natürlich zum Star der Show. Leute, ich freue mich wirklich riesig über diese Bandfarbe. Das ist so ein Betonfarbton. Ihr seht es ja, das hebt sich sehr gut hier von der Verpackung ab. Und jetzt heben wir die Uhr mal raus und ich sage euch, warum ich mich über diese Farbe so freue. Denn bei den ganzen Produktvorstellungsvideos waren überall nur weiße Bänder verbaut und das hat mir überhaupt nicht zugesagt. So, jetzt schieben wir den Karton mal weg, sodass wir uns wirklich nur auf diese Uhr fokussieren können. Und jetzt der Grund. Zack. Denn diese graue Farbe harmoniert sehr schön, ihr seht es, mit dem Alurahmen hier. Sehr, sehr schön. Wirklich. Sehr schöne Sache. Jetzt zeige ich euch, warum ich mich für diese Farbe entschieden habe und nicht für die schwarze Farbe. Ihr seht jetzt hier ein rundes, schwarz glänzendes Gehäuse, was in der Mitte ist und einfach von dem Rahmen hier rechts und links flankiert eingefasst ist. Sieht aus, als wäre das eingefasst. Und bei dem schwarzen Modell, ja, da kommt das einfach nicht so gut zur Geltung.
Das ist das Problem, was ich mit der schwarzen Variante hatte. Ihr seht es jetzt vielleicht noch besser. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes und nicht allzu hohes Gehäuse, was einfach schön von so einem silbernen Rahmen umrandet wird. Eingefasst. Ihr müsst euch vorstellen, das Schwarz ist eingefasst, eingelassen wie so ein Diamant in einem Ring. Und das kommt meiner Meinung nach einfach super zur Geltung. Vielleicht sieht man es so besser. Genau, so sieht man es. Also, das war der ausschlaggebende Grund, warum ich mich für die silberne Variante entschieden habe. Und ich bereue es wirklich keine Sekunde. Mega, mega zufrieden. Hier seht ihr es nochmal. Das mittlere Stück. Das Hauptelement. Das Herz ist einfach schön flankiert von so 2 silbernen Aluminium-Elementen. Gefällt mir mega, mega gut. Jetzt gehen wir nochmal in die Nahaufnahme, sodass ihr die Farbe sehr gut erkennen könnt. Und ich finde diese Farbe wirklich super gelungen. Ich freue mich sehr drauf, diese Uhr zu tragen. Und ich bin mit meiner Entscheidung, mich für die silberne Variante entschieden zu haben, super zufrieden. Wirklich zu gut, dass ich nicht die schwarze Variante genommen habe. Jetzt sehen wir nochmal die Innenseite. Und wir sehen die Angabe des Bandes, die Größe ML. Jetzt kommen wir zu den verbauten Sensoren. Das ist ja ein spezieller BIA-Sensor, ein 3-in-1-Sensor, den Samsung da verbaut hat. Der soll gute Sachen ermöglichen. Die ersten Testberichte bringen Ernüchterung, also soll wohl gewisse Abweichungen zu den professionellen Geräten geben. Ich denke mal 2-4%. Aber gut. Es wird sich noch zeigen, ob das Ganze durch ein Update oder durch Updates verbessert werden kann. Und ich denke mal, so eine Smartwatch sollte sowieso nicht jeder hier als professionell ansehen, sondern als Orientierungshilfe wahrnehmen. Dann gehen wir weiter und wir sehen, dass die Armbänder Standardarmbänder sind. Standardgröße 20 mm. Sehr schöne Sache. Und hier der Verschluss. Auf der Rückseite der Uhr finden wir noch einige technische Angaben wie 44 mm Aluminium-Case, Gorilla Glass DX Plus. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, denn das Glas dieser Galaxy Watch ist stärker als bei der Galaxy Watch 4 Classic. Deshalb nämlich in Anführungsstrichen nur Gorilla Glass DX. Liegt einfach daran, dass das Glas der Galaxy Watch 4 jetzt in dem Fall keine schützende drehbare Lünette hat, sondern das Glas sitzt auf oberster Ebene und deshalb ist es umso wichtiger, dass es kratzfester ist. Genau. Weiter steht da noch 5 ATM Wasserdichtigkeit sowie geprüft nach MIL-Standard 810G. Sowie natürlich anfangs erwähnt GPS. Hier sehen wir den Sensor, den neuen im Detail. In der Großaufnahme. Schöne Sache. Noch ein Grund, warum ich mich für die Galaxy Watch 4 entschieden habe und nicht für die Galaxy Watch 4 Classic, ist die Tatsache, dass das Display mit dem oberen Glas laminiert ist. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt auf Video so gut rüberkommt, aber das könnt ihr mir glauben, ich habe das vor Ort auch getestet. Die Galaxy Watch 4 hat da einfach nochmal Luft zwischen dem Glas und dem eigentlichen Display. Genauso wie bei den Einstiegs-iPads. Das Galaxy Z Fold 3 ist ja noch nicht da, also werden wir diese Uhr leider noch nicht koppeln können. Allerdings gibt es ja jetzt gleich den größten Vergleich zur Galaxy Watch Active 2 und der Apple Watch Series 6. Bleibt dran!